So eisekalte Butter aus dem Kühlschrank in den Teig verarbeiten ist ja im Moment gar nicht so leicht, ne? Bei der Hitze da draußen, aber diesmal braucht man nicht einmal ein Maschinchen, ne? Hätten wir uns vielleicht das Rezept aussuchen sollen letztens für die Nachtaktion, aber ist ja wurscht, ne? No. Jetzt machen wir uns mal einen schönen Teig, einen Mürbeteig mit Eierchen, Butter da rein und dann noch ordentlich Zucker, ne? Das läuft ja hier wie am Schnürsche, ne? Dann brauchen wir ein bisschen Backpulver. Ein Prise Salz darf auch nicht fehlen, gell? Auch da rein. Und 2 glückliche Eierchen, ne? Nicht gleich kaputt machen, alles, Joanna. Das ist wieder unglaublich hier, ne? Was habe ich mit der Eierchen da mir mit die Finger eingeschmiert? Aber Kinderchen, ich habe ja im Moment solche Sorgen, ne? Ach ja, das muss ich euch später erzählen. Jetzt müssen wir erstmal hier weitermachen, muss ein bisschen den Teig verkneten, gell? Und das hier knetet man so richtig schön zusammen, bis ein homogener Teig entsteht, ne? Rolle, Rolle, Rolle und schon ist er fertig, ne? Und jetzt müssen wir uns den mal teilen, blups, in 2 Teile, ne? Ist klar, Joanna, gell? Und der Ofen muss ich auch vorheizen, Mensch. Bevor ich das wieder vergesse, 175 Grad ober-unerhitzt ist meine Lieblingstemperatur, ne? Und dann brauche ich schon gleich mein Backblech. Das ist das mit den Löcherchen, gell? No. Dann habe ich schon meinen Backrahmen drauf ausgebreitet, weil das macht sich immer schön, dass auch für den Blechkuchen dann die Seiten so ein bisschen gleichmäßig wird, der ganze Kuchen und nicht da am Ende abfällt und schwarz wird und verbrennt und so. Und dann tun wir dann die erste Hälfte mal schön gleichmäßig drin verteilen. Tut er jetzt einmal mit den Fingern so neidrucken. Schau mal, wie ich das so mache. Bis zum Rand. Einmalig hier doch. Naja, 30 Sekunden hat es jetzt nicht gedauert, aber nach 3 Minuten war die Joanna auch fertig. Ne? Guck mal, so sieht das jetzt aus. Schön gleichmäßig alles verteilt. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Löcherchen mit der Gabel. Mensch, Leute, ich kann euch sagen, ich schwitze vielleicht. Woran liegt denn? Das kriege ich entweder die Wechseljahre oder das liegt an meinem leichten Übergewicht. Jetzt müssen wir dann noch so ein paar Löcherchen oben in den Boden, oben, unten, Joanna, in den Boden hauen, gell? Meine Güte. So, guck, fertig. Und jetzt tun wir das mal zurückstellen kurz, weil jetzt brauche ich nämlich ein bisschen Platz für die zweite Lage. Und dazu tun wir jetzt einmal 2 Blattl vom Backpapier uns vorbereiten, ne? Und wir wissen ja, wenn man ausrolle Wolle, auf Wolle rolle, ne, braucht man ein feuchtes Tuch. Oder es gibt ja auch so rutschfeste Unterlagen. Haben wir aber nicht. Also nehmen wir das alte, werte, nasse Tüchle, gell? So, dann das Backpapier da drauf. Noch so ein bisschen Mehl verteilen. So, dann kommt das gute Stückchen da drauf. Und noch mal ein bisschen Mehl drüber, dass wir das nachher schön lösen können, nicht? So, ach so, da habe ich das schon. So, dann drüber da. Und dann Rolle, Rolle, Rolle. Brauche ich noch ein Nudelhölzchen. Und los geht's. So, guck mal, ich glaube, das reicht so ungefähr. Jetzt brauche ich mal einen Tortenretter. In dem Fall ein Bodenretter, Deckelretter, das wird ja der Deckel, ne? Weil das nehmen wir jetzt mal hier ein bisschen zur Seite. Dann brauchen wir wieder hier unser Backblech mit dem vorbereiteten Rahmen. Und da geben wir jetzt ein ganzes Glas Apfelmus. Nein. Man kann ja das Apfelmus auch selber machen. Ne? Wäre natürlich noch eine Spur besser und ist ja gar nicht so schwer. Meine Mama macht das immer zack, zack, ist das fertig. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr auch schon mal Apfelmus selber gekocht? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt kommt dann auch schon gleich das Deckelchen drauf. Ach Menno. Der ist jetzt eingerissen, Mensch. Aber das macht nichts, weil wir haben ja hier noch ein bisschen Verschnitt. Das muss ja eh weg hier, gell? Dann tun wir das einfach so ein bisschen Kitte. Machen wir ein bisschen Bussel, ne? Passiert halt. Läuft halt nicht immer alles so perfekt. Aber man muss halt gucken, was man draus macht, gell? Also irgendwie mit dem Messer, das ist auch nichts. Aber ich habe da eine andere Idee. Warte mal. Dann nehme ich einfach mal das da, ne? Und dann setze ich das hier so ein bisschen an. Guck. Und da drücke ich einmal dagegen, da ist es glatt ab. Guck. Zack. Ha, schau mal hier. Und hier auch noch. Zack. Bumm. Mensch, du, das ist ja wie beide Profis heute hier. So, und die Restchen nehmen wir halt dann ein bisschen zu pflicken, ne? Ich hoffe ja, dass es bei euch besser klappt. Haben wir schön zusammenpuzzelt und jetzt kommt da in den Ofen. Und dann zeige ich euch gleich was. So, und jetzt kommen wir mal auch schon zu meinem kleinen oder mittlerweile schon etwas groß gewordenen Problem. Und zwar ist es meine mobile Tomatenstation. Das ist nicht eine super Idee, aber guckt mal, die Blätterchen hier unten, irgendwie hat die ein Problem. Das verfärbt sich, das wird irgendwie so
färbt sich das Gelb hier, ja, ne? Und das kriegt so Äderchen. Und ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas fehlt ihr. Gucke mal hier, das kräuselt sich auch so richtig nach innen, ne? Also falls da irgendwie Experten unter euch sind, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was da nicht stimmt, ne? Und wisst ihr, was ich damit mache, wenn die reif sind, ne? Dann nehme ich mein Wägelchen, fahre rüber zu den Nachbarn, da können wir an der Gartenparty direkt frisch Ernte- und Tomatensalat machen. So schlecht ist doch gar nicht geworden, ne? Hätte doch schlechter sein können. Also es ist eigentlich super geworden, ne? Und jetzt machen wir uns noch einen schönen, dicken Zuckerguss und dann sieht man das sowieso nicht mehr. Ach Gott, herrlich, so schön Stückchen gedeckter Apfelkuchen mit Zuckerguss drauf. Einmalig, kann ich euch sagen. Macht's unbedingt nach. Ciao, macht's gut.